WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute bin ich in Irland. Tullamore D.E.W. Warehouse Release. Old Bonded Warehouse Release. Irish Whiskey Triple Distilled, Small Batch Visitor Center Exclusive. Das heißt, den kriegt man gar nicht in Deutschland. Den kriegt man nur direkt an der Visitor Center in Tullamore. Also ich war in Kilbeggan, habe dann da auch die wunderschöne Distillerie-Tour gemacht und auch in Tullamore waren wir auch und da habe ich auch vorher mit Kevin Piggott, es ist ein Drehverschluss, habe ich vergessen, habe ich sogar ein Interview gemacht mit dem wie heißt das denn da? Ein Brand Ambassador. Es ist nicht ein Global, es ist der Brand Ambassador Kevin Piggott. Habe ich ein Interview geführt. Das ist auch mein English-Channel, halt eben Irland auf Englisch. Tut mir leid, Leute. Und ja, wir haben dann den Caribbean Cask XO verkostet gemeinsam kurz vor der Kamera. Und das gab es unten in der Visitor Center. Ich habe 54 € dafür bezahlt. 46%, yay. Also non-chilled filtered, ja. Was man nicht oft hat bei Tullamore D.E.W. Triple distilled, also dreifach destilliert. Und 3 verschiedene Fässern. Das ist ein Bourbon, First Fill Bourbon Cask. First Fill Irish Whiskey, ich finde diese Bezeichnung immer so cool. Refill Bourbon, also vorher war etwas vom Tullamore D.E.W. da drin und dann benutzt sie den Fass wieder. Und auch Sherry-Fässern. Und da ist dann auch 3 verschiedene Arten von Whisky da drin. Da ist Grain Whisky, also von meinem Column Still, auch Coffee Still genannt, kontinuierliches Destillierungsprozess. Es gibt Single Malt und es gibt Pot Still. Das heißt, um die 60% gemälzte Gerste, um die 40% ungemälzte Gerste. Und dann das Besondere ist dieser Pot Still Whisky bekam eine extra Reifung, nur hier für die Warehouse Distillery. Release von einem ganzen Jahr noch zusätzlich in den Sherry-Fass. Und der hat angeblich auch ein bisschen mehr Pot Still als denn der normale Tullamore D.E.W. Ja, das ganz Interessante ist, merkwürdige, William Grant hat damals diese Marke aufgekauft. Das heißt, nicht die Japaner, nicht die Amerikaner, sondern die Schotten. Glenfiddich zum Beispiel. Nenn einfach Glenfiddich. Glenfiddich, William Grant, hat dann hier Tullamore D.E.W. aufgekauft. Und dann haben sie eine ganz nagelneue Distilleriehaus dann da hingestellt. Im Süden von Tullamore, also man kann rausfahren, dauert ungefähr 4 Kreiseln und auf der rechten Seite ist dieser wunderhübsche, tolle Gebäude. Also Wahnsinn. Auch dahinter im Gebäude hat man die ganzen Silos und Mashtons und so weiter. Alles Edelstahl. Eine richtig große Sache. Die hauen Sachen raus. Was Tullamore sagte, bisher war Deutschland, Amerika ist Exportland Nummer 1, Deutschland war Nummer 2, jetzt hat Tschechien sie eingeholt. Vielleicht sind die ganzen Deutschen auch rüber nach Tschechien, weil es billiger ist, denn dort sogar aus Deutschland einzukaufen. Und dann ist Deutschland Platz 3, also die exportieren wirklich millionenweise Flaschen auf die ganze Welt von dort aus. Eine richtig tolle Sache. Nun, William Grant hat beschlossen, wir wollen nicht die ganzen Besucher in unserer Distillerie haben. Wir werden in den Zentrum, in einem alten Haus, ein altes Lagerhaus, direkt am Grand Kanal. Also früher, bevor es Eisenbahn gab, hat man die ganzen Ware dann durch Irland auf Flusswege gemacht. Und wo kein Fluss war, haben sie echt einen Kanal, also wie der, wie heißt es, Nordostseekanal, haben sie ausgegraben damals. Und dann wirklich mit einem Floß und dann mit Stock oder gezogen vom Pferd nebenbei haben sie die ganze Ware transportiert. Und direkt in Tullamore ist einfach dieser Kanal und direkt dort gibt es eine alte Lagerhalle wie die Speicherstadt, auch in Hamburg, nur ein einziges Gebäude. In diesem Gebäude herum haben sie ihr Visitor Center gemacht. Und das bombastisch Tolle dabei ist in diesem Visitor Center ein Mann namens Tony. Tony kommt aus der Nähe von Wiesbaden in Deutschland. Adiba hat ihn nach Irland geschlagen. So ein großer Kerl, 1,92 Meter ungefähr, gut fit und er macht die Tours. Und wenn nur Deutschen sich da versammelt haben, wie bei uns, mitten im Juli, mitten in Hochsaison, wir haben die letzte Tour gemacht um 17 Uhr, 5 Menschen aus Deutschland, WhiskyJason, irgendwie halb deutsch,
Und der hat den Tour dann gänzlich auf Deutsch gemacht. Das ist so cool. Also richtig, richtig, richtig schön. Also eine tolle, tolle, tolle Sache. Ja, auch da gibt es ein Video mit Tony, auch dann da in meinem Channel, könnt ihr auch anschauen. Und er hat auch gesagt, das Zeug ist gut. Und deshalb habe ich es auch mitgekauft. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles gesagt. So, ja, genau, dieses Bonded Warehouse wurde im 19. Jahrhundert gebaut, dort an dem Ufer von der Grand Channel. Und von dort an diese Lagerhalle hat dann immer wieder Daniel E. Williams dort seinen Whisky für viele Jahre dann dort tatsächlich lagern lassen. Und deshalb ist die Geschichte da so präsent. Ja, also 1829 gegründet, mitten in Irland, also in alle Richtungen, Nord, Süd, West, Ost ist das wirklich mitten in Irland und die sind stolz darauf. Meine Nase sagt, ja, ist nett. Also, wie ihr das so kennt zurzeit, ich mache immer wieder auch hier einen Vergleich und diesen Vergleichsmomente will ich hier aufrechterhalten und ich nehme hier unsere 12 Jahre alte. Ich glaube, ich habe den echt noch nicht vom Maß vor der Kamera hier gehabt bisher. Und ich werde den hier vergleichen. Jason, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe dafür. Alles live und ich kann hier tatsächlich auch schauen, was ich da hatte für den 12-Jährigen. Also, der 12-Jährigen kostet bei mir damals 34 Euro. 54 Euro, kommt es hin, genau. Hier 34 Euro. Also 34,90 Euro. Keine Ahnung, ob es heute 42 Euro ist, aber das war mein Preis letztes Jahr, den ich da hatte. Also in Flaschenteilungen immer wieder nehmen Leute dann dort ein paar 5cl mit. Also es ist interessant, den mal zu vergleichen. Muss ich natürlich auch. Guck mal, Korken, Schraubverschluss. Buh. So, genau, 1829. Ich schau mal, ob ich das in der Kamera halten kann, dass ihr sehen kann. Ja, guck mal. Ja, hat es anfokussiert. Schön. Also, meine Nase sagt, der 12-Jährige ist cremiger. Meine Nase sagt, da ist mehr Malt Whisky hier drin. Vielleicht ist es sogar auch der Pot Still, den ich gerne habe. Ja, der 12 Jahre alt, vielleicht ist einfach nur der Alter. Vielleicht ist das der normale 6 bis 8 Jahre alte und das ist 12 Jahre alt und das merkt man, diesen Unterschied dann da. Schade, schade, schade. Das ist tatsächlich ein Souvenir, also interessante Verpackung, auch eine Billigverpackung. Hier hat man natürlich ein bisschen hochwertigeres, auch nicht unbedingt genial mit Holz oder sonst was, aber schon nett. Daniel Williams, D.E.W, also Du ist nicht Tau, sondern Daniel E. Williams. E habe ich vergessen, wofür das steht. Könnt es unten einen Kommentar schreiben. Mir fällt es momentan nicht ein. Steht es irgendwo hier? Daniel E. Williams. Ne. So. Ich probiere mal. Wow, da ist viel Grain drin. Wow, da ist viel Grain drin. Auch ein bisschen spritzig, ein bisschen jung. Okay. Ganz ehrlich, das Sherry kriege ich da nicht so stark heraus. Ja, man kann es extra ein Jahr länger in ein Sherryfass drin lassen, aber wenn der Sherryfass dritte oder vierte Nutzung ist, nutzt es wenig auch. Nutzungen nutzt es wenig. Schade. Schlechte Deutsch. Der ist viel, viel besser. Weich. Geschmeidig. Ölig. Vanillig. Da ist Sherry dabei. Da ist ein Zimt da drin. Da ist ein bisschen Haselnuss auch noch. Der ist vielschichtig und schön und komplex und wie es sein soll. Ist das ein Single Malt? Nein. Das ist der Special Reserve. Das heißt, wir haben auch dreifache Fässer, dreifache auch Whisky, wir haben dreifache destilliert, alles genau.
Alles wurde früher in Middleton gemacht, übrigens. Die Irish Distillers Limited, glaube ich, hieß das damals. Irish Distillers, oh Mensch, meine Buchstaben kriege ich hier nicht. Es war die EDL. Also das ist wo Powers und das wo Jameson, da wo Redbreast und da ist wo, und Powers, Jameson, Redbreast und noch eine zusammen sich geschlossen hat und in Middleton das zu bauen. Vielleicht war es tatsächlich Tullamore D.E.W. Der kam alle zusammen und dann hat man diese Marke tatsächlich in William Grant verkauft. William Grant hat die Distillerie gebaut, das heißt, diese 12 Jahre alt wurde damals noch in Middleton gemacht. Echt gar nicht da zu vergleichen. Wow! Oh, sorry Leute. Souvenir, ja, aber wirklich ein Whisky zu genießen, nein. Ganz interessant, mein Schwiegerpapa ist Bauer und Bauern können feiern und Bauern mögen gerne Whisky-Kohle. Und früher war natürlich JD oder Jim Beam immer seine Lieblingswhisky, aber seit ungefähr 10 Jahren sind die alle, die Bauern zumindest dort in Holstein, sind dazu der normale Tullamore D.E.W. Rübergegangen. Die haben gesagt, die qualitative ist viel, viel besser, die Qualität von der Tullamore D.E.W. Irish Whisky, als der Jack Daniels Tennessee Whisky oder Jim Beam American Bourbon, und es schmeckt besser kombiniert mit Kohle. Und wenn man denn 1 Liter Flasche, manchmal kriegt man auch dann immer im Angebot für 12,99 €, manchmal sogar auch dann für 9,90 €, und da ist kaum, da kann man nichts dagegen sagen. Allerdings, wer nicht jetzt hier volllaufen lassen möchte, sondern genießen möchte, hier. Also ich bin echt enttäuscht. So ist das manchmal. Distillery only heißt nicht qualitativ besser. So ist das. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage ist, welches Produkt hier von Tullamore D.E.W. gefällt euch am besten? Es gibt hier den Warehouse Release, es gibt den 12 Jahre alt, es gibt den Cider Cask, es gibt den 14 Jahre alt und was ich noch verkosten muss für die Kamera ist der 18 Jahre alte. Also welche gefällt euch bisher am besten? Ich weiß jetzt schon, der 18 Jahre hat mich umgehauen, der war so gut. Okay, was ist euer Lieblings Bottling, euer Lieblingsversion, euer Lieblingsflasche hier von Tullamore D.E.W. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Trotzdem könnt ihr es gerne selbst vergleichen und auch dann da auf Amazon irgendwas anderes kaufen, das hilft immer. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis morgen bzw. Sonntagabend, 21 Uhr Livestream. Yay! Bis dann. Ciao!